Eine Zeit auf der Erde, in der Insekten größer als Greifvögel wurden. Tausendfüßer, länger als ein Mensch, und selbst die Luft war anders. Das ist keine Fantasie, das ist keine Science-Fiction, das ist die Erde. Vor 350 Millionen Jahren. Willkommen im Karbon-Zeitalter. Eine Libelle namens Meganoira, 70 cm Flügelspannweite, so groß wie ein kleiner Greifvogel. Ein Tausendfüßer namens Arthropleura, 2,5 Meter lang, so lang wie ein Kleinwagen. Und der Grund dafür war nicht einfach nur die Evolution. Es war die Luft selbst. Willkommen im Karbon. Vielleicht in der absurdesten Welt, die unser Planet je hervorgebracht hat. Die Ära der Monsterinsekten. Warum war in dieser Zeit selbst die Luft nicht normal? Heute enthält unsere Atmosphäre ca. 21% Sauerstoff. In Karbon etwa 35%. Deutlich mehr als heute. Und das veränderte alles. Nicht nur die Tiere, die gesamte Welt. Stell dir vor, du stehst in einem Karbonwald. Vor dir Bäume. Aber keine Bäume, wie du sie kennst. Riesige Schuppenbäume, bis zu 40 Meter hoch. Ihre Rinde bedeckt mit Schuppen, wie die Haut eines Reptils. Zwischen ihnen Riesenfarne, Schachtelhalme, groß wie Bäume, Sümpfe, soweit das Auge reicht. Die Luft warm, feucht, schwer zu atmen. Nicht, weil sie dünn ist, sondern weil sie zu dicht ist. Diese Wälder produzierten riesige Mengen an Pflanzenmasse. Und ein großer Teil davon verschwand nicht einfach wieder. In den riesigen Sümpfen wurde abgestorbenes Pflanzenmaterial über lange Zeit eingeschlossen. Statt zu verrotten, blieb es liegen. Der Kohlenstoff verschwand im Boden, Sauerstoff stieg in die Luft. Immer mehr, über Millionen von Jahren, bis die Atmosphäre einen Stand erreichte, der heute fast undenkbar wäre. Und diese Atmosphäre war nicht nur anders, sie war gefährlich. Blitze entzündeten trockenes Holz, Waldbrände brachen aus. Bei 35% Sauerstoff konnten Feuer deutlich leichter entstehen und sich schneller ausbreiten. Die Erde war damals kein vertrauter Ort mehr, sondern eine fremde, fast außerirdische Welt. Vielleicht fragst du dich, was würde mit uns passieren, wenn Sauerstoff wieder auf 35% steigen würde? Mehr Sauerstoff klingt erstmal nach etwas Gutem. Aber zu viel davon ist für Lebewesen gefährlich. Unser Körper ist nicht für so eine Luft gemacht. Zellen würden schneller geschädigt werden und Feuer würden sich plötzlich viel leichter entzünden und viel schneller ausbreiten. Diese Welt war kein Paradies. Sie war ein Experiment. 35% Sauerstoff. Riesenwälder. Endlose Sümpfe. Aber der hohe Sauerstoffanteil war nicht nur ein Vorteil. Es war auch der Grund, warum das Leben hier Formen annahm, die wir heute kaum glauben können. Insekten atmen nicht wie wir, keine Lungen, kein Blut, das Sauerstoff durch den Körper pumpt. Stattdessen ein Netzwerk aus winzigen Röhren, direkt von außen zu jeder einzelnen Zelle. Klingt einfach, ist es aber nicht. Je größer ein Insekt wird, desto weiter müssen diese Röhren den Sauerstoff transportieren. Und Sauerstoff, der durch enge Röhren diffundiert, kommt irgendwann nicht mehr rechtzeitig an. Heute setzen die Insekten klare Grenzen, aber damals, mit deutlich mehr Sauerstoff in der Luft, sah das plötzlich ganz anders aus. Der Sauerstoff drang schneller und weiter vor. Größere Körper wurden möglich, ohne zu ersticken. Und die Natur nutzte diese Chance. Größe ist ein Vorteil. Größere Tiere gewinnen Kämpfe, speichern mehr Energie, sind schwerer zu töten. Und im Karbon gab es kaum Gegenwehr.
In dieser Zeit waren Insekten die einzigen flugfähigen Tiere überhaupt. Keine Vögel, keine Fledermäuse. Der Himmel gehörte ihnen. Und am Boden? Frühe Amphibien. Langsam, schwerfällig. Insekten konnten ohne echte Konkurrenz wachsen. Einige wurden zu Prädatoren der Lüfte. Meganoira. Ihr Körper, dick wie ein Finger. Aber ihre tödlichste Waffe? Ihre Augen. Riesige Facettenaugen mit tausenden Linsen. Mit diesen Augen konnte sie fast vollständiges 360 Grad sehen. Sie sieht alles, gleichzeitig. Nach oben, unten, vorne, hinten. Nichts entgeht ihr. Und wenn sie etwas sieht, gibt es kein Entkommen. Sie jagte andere Insekten aus der Luft. Und wenn Meganoira flog, war der Himmel nicht sicher. Aber am Boden lauerte etwas noch Größeres. Arthropleura, ein Tausendfüßer. Bis zu 2,5 Meter lang, gepanzert, massiv, unaufhaltbar. Seine Größe allein machte ihn unangreifbar. Arthropleura war wahrscheinlich überwiegend Pflanzenfresser. Einige Forscher glauben aber, dass Arthropleura auch Fleisch fraß. Vielleicht kleine Amphibien, frühe Reptilien, vielleicht sogar aß. Wir wissen es einfach nicht. Aber Meganoira und Arthropleura waren nicht die einzigen. Diese Welt brachte nicht nur riesige Insekten hervor. Auch andere Gliederfüßer wurden gigantisch. Tausendfüßer, Skorpione, Raubtiere des Meeres. Fast alles wirkte in dieser Zeit übertrieben. Diese Welt war einfach überall extrem. Was wir hier sehen, beschäftigt Paläontologen und Atmosphärenforscher seit Jahrzehnten. Wenn du tiefer in diese Forschung einsteigen möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung Buchempfehlungen, die ich selbst zur Recherche genutzt habe. Aber diese Welt war zum Scheitern verurteilt. Die Welt veränderte sich. Langsam. Über Millionen von Jahren veränderte sich das Gleichgewicht. Die riesigen Sumpfwälder gingen zurück. Und damit verschwand nach und nach auch das System, das so viel Kohlenstoff im Boden festgehalten hatte. Der Sauerstoff sank. Von 35% auf unter 20%. Und damit verschwand genau das, was solche Riesen überhaupt möglich gemacht hatte. Für kleine Insekten war das kein Weltuntergang, für riesige Körper jedoch schon. Was vorher funktionierte, funktionierte plötzlich nicht mehr. Und dann wurde es noch schlimmer. Der Himmel bekam neue Jäger, schnellere, wendige, tödlichere. In einer Welt mit weniger Sauerstoff und echten Feinden waren riesige Körper kein Vorteil mehr. Sie wurden zur Last. Sauerstoff sank, Konkurrenz stieg. Die Bedingungen, die Riesen erschaffen hatten, verschwanden. Und mit ihnen die Giganten. Das Karbonzeitalter erschuf Insekten, die wir nur aus Albträumen kennen. Libellen größer als Falten, Tausendfüßer länger als Menschen. Aber das eigentlich Verstörende daran ist nicht die Größe. Es ist die Erkenntnis, dass selbst die Luft bestimmt, wie groß Leben werden darf. Die Regeln des Lebens sind nicht fest. Wenn sich die Atmosphäre verändert, verändert sich, was möglich ist. Dieses Zeitalter hatte seine eigenen Regeln und nach diesen Regeln waren Giganten keine Ausnahme. Sie waren die Norm. Rieseninsekten zeigen uns, Leben kann unter anderen Bedingungen extrem anders aussehen. Aber manche der fremdartigsten Tiere leben noch heute. Spinnen, die mit dem Wind reisen. Spinnen, die ganze Landschaften umformen. Und Spinnen, die plötzlich beginnen, gemeinsam zu jagen. Im nächsten Video zeige ich dir, warum an diesen Spinnen nichts normal ist
und was sie so extrem macht.